Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr den Weg wieder zu mir gefunden habt. Ich freue mich ganz doll. So, heute steht nämlich der 11. Teil vom Bau meiner Pirateninsel an. Seit dem letzten Video ist zwar ein bisschen Zeit vergangen, dafür hat sich aber auch einiges getan. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, die Insel ist mal wieder ein bisschen gewachsen. Ich konnte es nicht lassen, habe nochmal 4 Baseplates dazu gepackt. Dafür habe ich hier neuen Raum gewonnen für zukünftige Bauprojekte. Dann hat sich aber auch einiges bei den bestehenden Gebäuden hier vorne in der Siedlung der Soldaten getan. Das werde ich euch mal zeigen. Und dann gibt es noch 1, 2, 3 weitere Details. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal alles der Reihe nach in Ruhe im Detail an. Ja, die größte Änderung ist natürlich die Erweiterung um 4 Baseplates. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt und das Ziel war ja einfach, mehr Raum zu gewinnen, um das kleine Lager der Piraten hier deutlicher abzugrenzen von der entstehenden Siedlung der imperialen Soldaten. Und dafür wollte ich ja diesen Berg hier nochmal vergrößern. Das habe ich auch gemacht. Der ist jetzt hier ums Doppelte angewachsen. Und ich habe halt hier auch Platz gewonnen für die weitere Vergrößerung der Siedlung der imperialen Soldaten. Hier hinten an diesem freien Küstenabschnitt, da war meine Idee, eine Werft hinzubauen. Das kann ich gleich nochmal erzählen. Und hier auf der linken Seite, da ist halt die Bucht jetzt neu entstanden. Und als kleines Easter Egg habe ich da dieses Set 6235 eingebaut. Mein allererstes Piratenset, mit dem bei mir halt alles losging. Und dann war ja dann noch die Idee mit der Werft. Und die resultiert aus folgender Überlegung. Ich habe auf meiner gesamten Insel nicht eins der großen Schiffe, die Lego damals im Original herausgebracht hat. Weder die Piraten haben eins, noch die imperialen Soldaten. Das Einzige, was ich habe, ist dieses ultra kleine Boot hier von dem Kaufmann. Ja, und das wollte ich ändern. Und deswegen habe ich mich daran gemacht und habe das originale Schiff der imperialen Soldaten, nämlich die Caribbean Clipper, angefangen zu rebricken. Und solange die noch nicht fertig ist, sollte die halt hier hinten so in einer Werft liegen. Aber selbst im unfertigen Zustand sprengt die hier schon sämtliche Größenverhältnisse. Und da ist bei mir halt schon wieder die Idee entstanden, noch während ich die letzte Vergrößerung hier verarbeitet habe, die Insel noch weiter anwachsen zu lassen. Und zwar hier am Hafenbecken sollte noch eine Reihe Baseplates eingefügt werden, dass die Caribbean Clipper dann hier später auch anständig in den Hafen passt. Positiver Nebeneffekt wäre dann, dass ich hier zwischen dem Berg, der doch sehr steil ansteigt, und dem Kontor nochmal eine Reihe Baseplates gewinne, um da den Übergang dann doch ein bisschen eleganter zu gestalten, sage ich mal. So, und jetzt komme ich mal zur Siedlung der imperialen Soldaten, genauer gesagt zu deren Militärstützpunkt hier. Um den besser filmen zu können, habe ich jetzt die Insel einfach mal gedreht, also nicht wundern, wenn die Perspektive ein bisschen andere ist. Und den Stützpunkt hatte ich ja im letzten Video schon angefangen. Da war ja hier die rechte Seite schon fertig mit der Gefängniszelle und ich wollte hier noch ein bisschen weiterarbeiten und ich habe da jetzt noch diese kleine Terrasse vorgebaut, damit es ein bisschen geschmeidiger aussieht, und auf der Terrasse kann halt der Kommandeur dann mal abends sitzen, sein Weinchen trinken und den Sonnenuntergang genießen. Und auf der anderen Seite hier, vorne an der Ecke, da entsteht jetzt ein großer Wachturm. An der Stelle war ja vorher mein kleiner Handelsstützpunkt, mit dem ich nicht mehr so sehr zufrieden gewesen bin. Von daher musste der jetzt weg. Aber ich wollte das so aussehen lassen, als ob die den einfach übergebaut haben. Von daher habe ich da jetzt diesen Steg stehen lassen und hier an der Seite habe ich das so aussehen lassen, als ob da eine alte Tür schon mal war, die halt zugemauert ist. Ja, und jetzt wächst halt hier der Militärstützpunkt von den Soldaten und bauen muss den Ganzen wieder der gefangene Pirat, der auch schon das Kontor gebaut hat. So, dann habe ich wie immer auch wieder ein paar Details eingebaut und werde das natürlich auch weiter fortführen. Hier die Kanone, die gab es ja im letzten Video schon zur Verteidigung des Stützpunktes. Und weil der Stützpunkt natürlich größer geworden ist, muss auch die Verteidigung besser werden. Das heißt, es gibt jetzt hier eine zweite Kanone. Ja, und der Stützpunkt, der wird ja gebaut von gefangen genommenen Piraten. Und der eine, der wollte da nicht mitmachen und kam dann ins Verlies. Zack. Ja, und da liegt er jetzt immer noch. Das hat er jetzt davon. Und dann habt ihr ja vielleicht schon gesehen,
dass es hier eine neue Baustelle gibt. Da baut der Kaufmann, der auch das Kontor hier auf der Insel betreibt, sein neues Wohnhaus hin, damit er halt permanent auf der Insel sein kann und seine Geschäfte noch besser kontrollieren kann. Und er hat seine Geschäftstätigkeit sogar noch ausgeweitet und hat jetzt hier neben das Kontor auch noch einen kleinen Schweinestall gebaut und kann jetzt halt auch die Soldaten immer mit frischem Schweinefleisch versorgen und verdient damit halt noch mehr Geld. Ja, und in dem kleinen Handelsstützpunkt, den ich vorhin ausgebaut hatte, da gab es ja noch diese Obstkiste und die kann ich jetzt hier noch hin platzieren und jetzt kann an dem Verkaufsstand halt auch noch Obst verkauft werden. So, von mir soll es das für heute von der Pirateninsel gewesen sein. Ich habe jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Hier gibt es nämlich noch einen Militärstützpunkt zu bauen. Hier gibt es eine Werft und ein Schiff zu bauen. Dann ist hier noch das neue angefangene Haus. Und ganz wichtig, der Berg in der Mitte der Insel, wo bisher größtenteils nur die Unterkonstruktion aus Duplo besteht, der muss vollendet werden, damit das endlich mal gut aussieht. Also ihr seht schon, mir wird die Arbeit hier definitiv nicht ausgehen. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem Video, habt vielleicht auch ein bisschen Inspiration für eure Projekte gefunden. Das würde mich freuen. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht mehr. Auf meinem Kanal findet ihr auch ganz viele Videos zur Lego Castle Welt. Guckt euch die gerne mal an, ist wirklich spannend. Und dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.